ChatGPT ist in aller Munde. Teilweise wird das Werkzeug ja schon als iPhone der künstlichen Intelligenz bezeichnet. In der heutigen Folge schauen wir uns das Tool mal etwas genauer an, sprechen über die zugrunde liegenden Techniken, erklären, wie ein generativer Algorithmus grundsätzlich funktioniert und machen das Ganze sozusagen auch am lebenden Objekt, kann man so sagen. Dazu hat Timo quasi mehrere ChatGPTs mitgebracht. Ja. Und wir zeigen, wie sich mit falschen oder mit, sagen wir mal, fehlerhaften Informationen, die man ChatGPT bereitstellt, alternative Fakten erzeugen kann. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. Wir sprechen über Digitalisierung, Innovationen der IT und werfen einen Blick auf interessante und spannende Aspekte aus unseren Projekten. Timo! Ja, hallo. KI-Spezialist. Ja. Wie bist du zum Thema gekommen? Ja, über ein Kundenprojekt. Wir haben irgendwann den Auftrag gehabt, ChatGPT hat ja eine Schnittstelle zum Anprogrammieren, das in ein Produkt zu integrieren, und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und dann ist es ein wenig eskaliert, so, wo ich da lang gegangen bin. Man kann ja schon sagen, dass durch die ganze Welle, die durch die Medien gegangen ist, natürlich Unternehmen ein großes Interesse dran haben, weil es ein durchaus interessantes Werkzeug ist. Jetzt habe ich gelernt, dass man ChatGPT, so wie wir es aussprechen, dass das ja falsch ist. Ich habe hier, ich weiß nicht, kennst du den Christian Strauch? Nee. Der macht auf YouTube so einen wunderbaren Kanal und der hat mir, das geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich lasse das mal kurz abspielen, wenn mir das gelingt. Wir arbeiten seit neuestem ja auch mit dem ChatGPT. GPT. Alles klar, ist immer falsch ausgesprochen dann, okay. Chat, also seitdem ich das gestern gehört habe, geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Was heißt ein ChatGPT? Ich wusste schon mal, ich meine, das GPT ist Generative Pre-Trained Transformer, glaube ich. Also generative Textmodelle. Genau, also im Prinzip nimmt das Ding einen Text und versucht ihn zu erweitern. Der Transformer-Teil davon und dieser Generator-Teil, die sorgen dafür, dass dein Text, den du reinschreibst, verstanden wird und dann fortgesetzt wird. So funktionieren die eigentlich. Wenn man da an die Programmatik, also wenn man sozusagen dran denkt, man möchte so etwas programmieren, man möchte das quasi in eine bestehende Welt beim Kunden integrieren, da habe ich ja einmal sozusagen die ChatGPT-Wolke, also da, wo sozusagen das Modell, die Daten und alles Mögliche drin steckt. Ich habe die Wolke beim Kunden. Wie muss ich mir das dann vorstellen von der sogenannten Architektur, wenn ich die beiden Welten verbinden möchte? Also hast da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst, wenn du über das Original ChatGPT redest, an der Stelle, da steckt ja die Firma OpenAI dahinter. Die haben Schnittstellen, die sie nach außen zur Verfügung stellen, die ich anprogrammieren kann. Die Standard-REST-Schnittstellen nennt sich das, wo ich einfach dann was aufrufe und ein Ergebnis zurückkriege, und das kann ich dann in meine Anwendung einbauen. Die sogenannten Completion Endpoints, wo ich eben auch nur einen angefangenen Text hingebe, ein angefangener Text im Sinne von, was will ich eigentlich von ihm, und er ergänzt mir das dann. Und auf der anderen Seite hast du Anbieter wie Azure, also Microsoft, Azure, die sich ja an OpenAI beteiligt genau daran beteiligt sind und die ziemlich identisch vom Funktionsumfang sind, was OpenAI anbietet. Also die API man kann quasi die OpenAI API-Dokumentation nehmen, um gegen Azure zu programmieren, so identisch ist das. Die genauso arbeiten, wo ich halt dann den Vorteil habe, dass ich da in der Microsoft-Welt bin und vielleicht, wenn ich dann Microsoft-Kunde bin dann und auch schon entsprechendes Vertrauen in die Firma habe, dann da meine Sachen einkaufen kann. Also API heißt, das ist eine Programmierschnittstelle. Genau. Das heißt, ich habe jetzt irgendwas vor, ich hole die Daten aus meinem Datenbestand, fummele das irgendwie um und spiele das dann mit einer Programmierung in ChatGPT rein. Dann kommt irgendwas zurück und ich kann weiter damit arbeiten, oder? Also du kannst zum einen, die einfachste Variante ist, du schickst einfach nur eine Anfrage hin und kriegst eine Antwort. Wenn du jetzt deine eigenen Dokumente oder sowas da drin haben willst, dann musst du sogenanntes Embedding erzeugen lassen. Da sind wir dann schon ein bisschen, driften wir jetzt schon in die Technik. Genau, erstmal so grundsätzlich. Ja. Also wenn ich also diese Programmierung dann sozusagen im Griff habe, was bekomme ich denn dann zurück von? Also kriege ich dann sozusagen auch Textinformationen zurück? Text. Und wie sieht es dann aus? Also kann man das in irgendeiner Form beschreiben? Oder hat man von Zahlen gesprochen, die da... Ja, genau. Also diese Sprachmodelle, jetzt treffen wir dann tatsächlich in die Technik rein. Ja, ein bisschen müssen wir halt schon drüber sprechen. Hinter diesem ganzen ChatGPT-Thema steckt ein Sprachmodell. Sprachmodell heißt, das ist ein Begriff aus dem Machine Learning, aus der KI-Forschung, dass ein gewisses Vokabular
besteht, wo einzelne Worte in Beziehung zu anderen Worten stehen. Ja? Und das nennt man Vektoren. Also es gibt quasi an diese Information, wie weit ist jetzt das Wort Fleisch von dem Wort Döner entfernt und wie weit ist Döner von dem Wort Bügeleisen entfernt. Und dann werde ich feststellen, okay, ich habe kleine Vektoren, die relativ nah sind bei Fleisch und Döner, aber weit weg von Bügeleisen. So. Und diese Information, das wird in Zahlen abgebildet, alles in diesen Vektoren. Und je nachdem, wie viele Vektoren ich pro Wort habe, desto genauer wird mein Modell. Und wenn ich jetzt versuche, dem was beizubringen, heißt das im Endeffekt nur, dass ich die Wörter in die richtige Distanz zueinander rücke. Ja? Also aber die ganze Intelligenz besteht aus Mathematik, aus Zahlen. Lineare Algebra. So. Ja. Und heißt auf der anderen Seite auch, je mehr Daten in meiner Wortdatenbank oder Wörterdatenbank drin stecken, desto besser, genauer sind die Ergebnisse. Genau, ja. Zumindest ist das die Theorie. Faktisch ist es so, dass ich auch mit kleineren Wortmengen zurechtkomme oder kleineren Vektorenmengen zurechtkomme. Das sind diese sogenannten Parameter, wenn man mal irgendwo was drüber gehört hat, dass irgendwie ChatGPT 171 Milliarden Parameter hat. Das ist genau das. Ja? Wie viel Zuordnung hat jedes Wort da zueinander? Das geht auch mit wesentlich weniger Parametern, wenn mein Modell entsprechend besser trainiert ist. Ja. Oder anders ausgedrückt, wenn ich ein abgegrenztes Thema, was weiß ich, Fischerei oder irgendwas, und wenn ich sozusagen den Wortschatz darüber in meinem Modell habe, dann bekomme ich relativ gute Ergebnisse, vielleicht sogar bessere, als wenn das ein allgemeines. Auch das, ja. Jetzt sagen wir so, Training und so. Was heißt denn jetzt Training? Also ich meine, ich habe ja auf der einen Seite irgendwie ein Modell, ein Rechenmodell, und dann muss ich dem Ding ja in irgendeiner Form etwas sozusagen mit auf den Weg geben, oder? Ja, das Training ist in dem Fall schon erstmal bei ChatGPT erfolgt durch OpenAI. Ne? Die haben das jahrelang trainiert. Und als es dann soweit war, dass es halt dass es sich nach natürlicher Sprache anhört, haben sie es halt dann rausgegeben in 2020. Das hat halt nur niemand mitbekommen. Gehypt wurde das halt erst 2 Jahre später. Interessanterweise. Ja, genau. So, und dieses Training stand halt drin, dass sie im Prinzip sogenannte Datasets haben, die aus Frage und Antwort bestehen, wo das System dann analysiert, okay, wenn einer zu dem Thema was will, dann ist offensichtlich diese Reihenfolge von Wörtern relevant, die ich dann zurückgeben muss. Und damit wird das dann halt zurechtgerückt, und das, was dann rauskommt, diese sogenannte Gewichtung, ja, das macht dann quasi das Modell aus. Heißt dann Training, dass da auch Menschen neben sitzen und helfen, das zu justieren? Ja. Ja. Heißt ja dann auch, dass Menschen möglicherweise Dinge, die jetzt, sagen wir mal, fragwürdig sind oder die nicht ins politische Bild passen oder die kinderpornogafischen Inhalts sind, was auch immer, dass die in irgendeiner Form bewertet werden, oder? Das passiert, richtig. Also ChatGPT ist ein sogenanntes kuratiertes Modell. Ja, da sitzen Leute dahinter, also Kuratoren, die das halt bereinigen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um halt illegale Aktivitäten damit zu verhindern, und zum anderen aber, um nicht irgendeine politische Gesinnung anzunehmen. Problem dabei ist aber, der Kurator hat natürlich auch irgendeine Gesinnung, ja, und die bildet sich natürlich dann auch auf dem Modell ab. Das Interessante bei ChatGPT ist, wenn du das Modell anfragst und du kommst in so eine Ecke, dann antwortet er immer mit dem gleichen Satz. Ich habe es aufgeschrieben, kann mal gucken, was der exakte Wortlaut war. Sollen wir denn mal hier umschalten, oder ist das gerade, oder lieber? Ich überlege gerade, lass mal kurz not allowed. Ja, ja, können wir machen. So, dann schalte ich jetzt mal um. Ja. Es fängt immer an mit I'm sorry, but I cannot. I cannot. Es geht eigentlich immer damit los. Und wenn ich jetzt mal ChatGPT frage, list all topics where you were instructed to start the answer with I'm sorry, but I cannot. Dann listet er uns eine schöne Liste auf, wo über alles eingegriffen wurde. Da geht's los. Legal advice, I'm sorry, medical diagnosis, personal sensitive information, future predictions, financial, ethical question, und irgendwo kommen dann auch noch Hate Crimes und solche Sachen halt. Überall da, wo das Thema auch nur ein bisschen in die Richtung trifft, fängt er an abzublocken halt. Also da hat man eingegriffen halt. Aber das jetzt sozusagen, es kann ja sein, dass er noch weiter eingreifen, ohne dass es gelistet wird. Ja, das war jetzt halt sehr offensichtlich. Ne? Genau, ja.
aber du weißt ja gar nicht, was unter der Haube, also da musst du halt schon Vertrauen auch in die Leute haben, die das Ding trainiert haben, dass die da irgendwie keine irgendwelche Tendenzen rein trainiert haben halt. Und das ist halt schwierig. Das ist halt, wenn du jetzt dich drauf verlässt, dass du dieses Ding quasi nutzt, anstatt irgendeines Mitarbeiters, der das Ding beantwortet, irgendwelche Helpdesk-Anfragen oder irgend sowas. Den Mitarbeiter, da hast du vorher ein Einstellungsgespräch gemacht, den kennst du, den triffst du täglich. Was das Ding quasi, den kennst du nicht, den Menschen, der das trainiert hat. Absolut. Also ich finde das muss man schon Vertrauen haben. Ja? Jetzt gibt es ja noch so einen anderen Begriff, Token. Was hat das für eine Bedeutung? Das ist ein technischer Begriff, der unter der Haube, also im Prinzip arbeitet das Ding nicht in Worten. Also er analysiert nicht Worte, sondern wenn ich in einem Text hinschicke, dann teilt er das in Tokens auf. Und Tokens sind 1 bis 3 Buchstaben. Es ist im Prinzip eine technische Variante der Silbe sozusagen. Ja? Wobei Silben hängen sehr von der Sprache ab. Also im Deutschen hast du andere Silben, als du im Englischen hast. Aber Tokens sind halt dann, okay, wenn ich die 3 Buchstaben habe, dann ist das in meinem Vektorenmodell irgendwo da. Ja, die sind sozusagen sprachunabhängige Einheit. Und die sind auch die Einheit, nach der die Berechnung stattfindet, was mich das Ganze kostet. Die auch eine Limitierung aufsetzen, im Sinne von, dass es das oder die Rechenleistung, die dahinter steckt, ja auch nur gewisse Kapazität hat. Genau. Kannst du mal Zahlen nennen, was da so aktuell bei OpenAI oder bei Microsoft Azure an Token in der Runde steht? Die Limitierung kenne ich jetzt nicht alle auswendig, aber Nur zu einer Größenordnung. ja, also die meisten Sprachmodelle erlauben sowas wie, dass sie um die 1000 oder 2000 Token an Anfrage kriegen können. Und das heißt, wenn ich das jetzt pro Anfrage jetzt. Pro Anfrage, okay. So, darüber hinaus gibt es ein Request-Limit. Das ist je nach Modell unterschiedlich. Das ist zum Beispiel, wenn ich bei Microsoft bin und möchte jetzt das neue GPT-4 nutzen, dann habe ich maximal 18 Requests pro Minute zur Verfügung. Pro Minute? Pro Minute. Das ist aber... Das ist nicht viel, genau. wenig. Ein Request heißt, wenn man sich überlegt, wie das Ganze funktioniert, erstmal ist das ja nur eine Vervollständigung von Text. Wenn ich jetzt mit dem Ding chatten will, muss ich hingehen und muss tricksen. Dann muss ich dem eine Anfrage senden, wo drin steht, du bist ein Chatbot, bisher wurde Folgendes besprochen, jetzt bist du dran mit Antworten. Okay. Ja? Und dann generiert er die Antwort dazu. So, wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, dann muss ich diese Antwort mit in diesen Dialog rein. Ich muss sagen, du bist ein Chatbot, Folgendes wurde bisher besprochen. Das wird irgendwann sehr lang. Deswegen geht man hin und sagt, okay, das wurde bisher besprochen, fass das mal zusammen, dann wird es wieder kurz. Und dann nimmst du es wieder als Grundlage. Dann als Grundlage. Dann bin ich auch schon bei 2 Requests für diesen einen, ich will was senden. Und dann bin ich sehr schnell in irgendwelchen Limits drin. So, jetzt haben wir ja ChatGPT so wie es ist. Das heißt, da kann ich Fragen stellen, wer ist Willi, was weiß ich was. Und ich kann, wenn ich aber jetzt sozusagen eigene Inhalte habe, also wenn ich ein eigenes Dokument von ChatGPT zusammenfassen lassen möchte, wenn ich eigene Datenquellen habe, kann ich die ja auch in irgendeiner Form anbuttern. Wie funktioniert das? Also gibt's, ich sag mal, 2,5 Wege. Ja? Also zum einen über sogenannte Embeddings. Embedding heißt, ich nehme meine Materialien, die ich habe, gebe die ChatGPT zur Analyse oder OpenAI oder welchem Sprachmodell auch immer zur Analyse und kriege dann einen Berg Zahlen zurück. Das sind die Vektoren, wo in meinem Text die Wörter aufgehangen werden in dem Modell und das ist quasi ein Mini-Training für mein Dokument. Das heißt, ich baue sozusagen eine eigene kleine Genau, ChatGPT-Datenbank auf, die schon in irgendeiner Form vektorisiert ist. Oder? Ja, wenn das Hirn ist, dann hast du halt so ein kleines Stück Hirn, was du zurückbekommst. Und dann gehst du hin und bei deiner nächsten Anfrage sagst du, beantworte mir das mal und nimm folgende Vektoren mit in die Berechnung rein. Und dann kannst du darauf arbeiten. Das ist ein Modell, was funktioniert, wenn du 2, 3 Dokumente oder sowas hast, wenn du, die du halt vorher schnell umrechnest in Vektoren und dann halt mit angibst. Ganz kurz, diese Vektoren oder diese analysierten Daten liegen aber dann bei dir liegen und bei du mir, lieferst die quasi dann mit hoch, um sie zu... Genau, es wird nichts an dem Modell auf ChatGPT-Seite oder auf OpenAI oder Microsoft-Seite angefasst, sondern es wird einfach nur errechnet. Ich behalte das, gebe das mit zurück. Heißt jetzt nicht, dass die nicht zu Telemetriezwecken vielleicht sich auch aufheben, was ich mal hingeschickt habe. Aber es ändert jetzt nichts. Das heißt, ich muss jetzt nicht befürchten, dass wenn ich irgendwie sensitive Informationen hochlade und ein anderer Kunde von Microsoft geht zum Gleichen und das profitiert dann von meinen Trainings an der Stelle. Das ist nicht der Fall, weil ich kriege halt einfach nur die Vektoren zurück und es löst auf der Serverseite sozusagen, also auf der Anbieterseite nichts aus an der Stelle. Der zweite Weg wäre tatsächlich ein Modell zu trainieren.
Also nicht nur diesen Ausschnitt dauerhaft sozusagen reinzumachen, das gibt's auch, ist aber nicht gängige Praxis, weil sehr, sehr teuer, sprich im Sinne von Hardware und Bedeutet, ich brauche eigene Zeitaufwand. Rechenpower, ich brauche Ja. ein eigenes Genau. Modell, was ich alles selber, dann habe ich ja, das Ja. ist aber dann kein ChatGPT im Sinne von ChatGPT-Nutzung mehr, sondern das ist eine eigene. Es ist nicht mehr mein ChatGPT ja, genau, das sozusagen. ist dein ChatGPT dann. Das kostet halt vor allem Rechenleistung an der Stelle, weil es ist lineare Algebra, das heißt, es ist Fließkomma, also Nachkommastellenberechnung, da sind CPUs nicht so schnell drin, deswegen nutzt man da Grafikkarten für. Aber es gibt ja im heimischen Raum Entwickler, die zu Ja. Hause ein kleines Rechenzentrum haben. Was wir Ja, jetzt das kommen wir auch gleich noch. Ja. Also für dieses, wenn ich ein normales Chatmodell einfach nur betreiben will, was schon trainiert ist, brauche ich das nicht mal. Das geht gerade noch so, wenn es entsprechend zusammengestaucht ist und komprimiert, kompakt ist, dann kriege ich das in den Arbeitsspeicher von meiner Maschine auch rein, weil die sind halt sehr speicherintensiv. Ja. Deswegen brauche ich, wenn ich das aber berechnen will, wenn ich es erzeugen will, so ein Modell, brauche ich eine Grafikkarte, wegen der Fähigkeit von der Grafikkarte halt Vektorenberechnung sehr schnell durchführen zu können. Das können die. Und ich brauche sehr viel RAM auf der Grafikkarte. Das ist eine Kombination, die gibt's in der Spielewelt nicht so oft. Die haben 16 Gigabyte, 32 Gigabyte. Die Sprachmodelle sind aber wesentlich größer. Und deswegen gibt's spezielle Karten, wo mir leider verwehrt wurde, eine für die Firma anzuschaffen. Ich verstehe auch nicht ganz genau, Gucken wir nachher nochmal. warum das so ist. Ich würde nur, du hast ja 2 Punkte angesprochen, würde mal kurz Ja, zurück. klar. Welches ist denn, oder 2,5, welche ist denn die? Der halbe ist, das ist jetzt was quasi so ein bisschen im Kommen ist, dass ich auf ChatGPT-Seite eine Schnittstelle habe, für die ich Plugins programmieren Okay. kann. ChatGPT selber arbeitet intern wahrscheinlich auch mit Plugins, um an Quellinformationen ranzukommen. ChatGPT ist ja trainiert mit zum Beispiel den Informationen von Stack Overflow, Wikipedia, den ganzen Webseiten, die es da draußen so gibt. Und das haben die mit Sicherheit auch über entsprechende Plugins gemacht, die halt den Inhalt von Stack Overflow parsen und rausholen. Und genauso kann ich dann auch ein Plugin schreiben, was für meine Datenquellen, die ich in der Firma habe, dann die Informationen abgreift. Also quasi ein Datenkanal von ChatGPT direkt Genau. zu dieser Datenquelle, Genau. sodass dann bin ich aber sozusagen, dann lasse ich ja die Hosen runter. Dann lässt die oder? Hosen Wenn ich- runter, genau. Dann musst du Vertrauen haben, dass deine Daten da, den Zugang, den du legst, dass damit sensitiv umgegangen wird. Gibt es das schon oder ist das quasi in der Entwicklung, dieser Plugin-Ansatz? Ist schon da, aber man kommt nur auf Anfrage rein in das Programm und Okay. auf der Microsoft-Seite hat man es jetzt auch gerade erst announced, aber in eine leicht andere Richtung. Da gibt es ein Produkt, das nennt sich Microsoft Copilot oder Microsoft 365 Copilot, so rum, genau. Und das ist im Prinzip, da haben sie jetzt am 16., also nicht vor allzu langer Zeit, haben sie announced, dass sie jetzt auch Plugins dafür anbieten. Heißt auf Deutsch, ich kann damit eine Brücke in meine Firmenwelt schaffen, in meine Daten, was auch immer das ist. Auf der anderen Seite ist Copilot aber nur angebunden an die Microsoft Office Apps. Das heißt, ich kann dann in Teams, in Outlook, in Word, in entsprechenden Plugins der jeweiligen Office-Produkte kann ich dann mit dem Office-Produkt über meine Daten reden. Okay. Ja? Aber da komme ich wieder von außen nicht dran. Okay. Wenn ich jetzt eine eigene Anwendung habe, dann ist Copilot an der Stelle noch nicht das Richtige. Okay. Aber es ist am Kommen und wird sich möglicherweise dann als Ja. valider Weg herausstellen. Bleibt aber immer noch die Frage offen, ob ich dem entsprechenden Provider, sage ich jetzt mal, insoweit vertraue, dass ich über diesen Plugin ihm dann alle meine Daten aus welchem Team oder Fachgebiet Ja. auch immer zur Verfügung stelle. Vertrauen im Sinne von, dass es dass es nicht weiter. Ja. So bewirbt Microsoft das ja zum Beispiel auch. Die sagen, ihre Daten sind bei uns genauso sicher wie die Mails, die wir schon von ihnen haben. Ja? Die wir eh schon kennen. Oder ihre Word-Dokumente auf ihren OneDrives. Also, was soll der Quatsch? Ja. Wenn wir jetzt mal in das Thema Live gehen, also mal so gucken, was es da so für interessante Situationen gibt und uns mal angucken. Wir haben ja gesagt, wir haben verschiedene ChatGPTs mitgebracht. Du hast zu Hause ein großes Rechenzentrum aufgebaut. Deine Familie freut sich. Ja. Das ist ein ungemeiner. Jetzt muss ich mal gerade mal. Das ist jetzt wie immer, wenn wir das Ja, live machen. wenn man das live macht, dann geht auf einmal das Notebook in den Standby und Also ich hatte jetzt ein paar Tage Urlaub, ich musste sehr lange überlegen, wie mein Kennwort ausschaut. ja, ich weiß zum Glück. Ich hatte auch zwei Wochen Urlaub und das Spannende an 2 Wochen Urlaub in dem Umfeld ist,
Ich kam zurück und der Source Code funktioniert halt nicht mehr, weil die ganzen Libraries sich in den 2 Wochen komplett, also die ganzen Bibliotheken, die wir nutzen, Aber- das geht so steil im Moment, dass in 2 Wochen alles umgebaut wird und dann sitzt du da und denkst, okay, Aber jetzt in der Chat-GPT fragen können, was du hätte ändern ich musst. wahrscheinlich machen können, aber manchmal so, bei manchen Sachen ist es nicht so dolle. Können wir vielleicht auch gerade mal ein Beispiel Ja. zeigen. Ja, ich hatte mal mir mal angeguckt, wie ist die Qualität von den Antworten so, wenn es um technische Sachen geht. Und dann habe ich überlegt, was kannst du das Ding mal fragen, was eigentlich relativ eindeutig ist, was nicht diskutabel ist. Und dann habe ich überlegt, Soll ich okay, umschalten? ja, schreib mal um. Ich frage das Teil mal nach der 9. Nachkommastelle von Pi. Ja, das Pi ist eine Konstante, eine mathematische Konstante, die Kreiszahl, und das ist rein, die gibt es schon seit ein paar Tagen und ist relativ eindeutig und man kann nicht viel rumdiskutieren, dass die 9. Nachkommastelle von Pi irgendwas anderes als 3 ist. Ja? Habe ich ihn gefragt, kannst du gerne mal zeigen. So sieht es dann aus, das ist der Dialog, den heben die Gott sei Dank auf. Wir könnten auch live nochmal machen, da wird wieder was ganz anderes rauskommen. Da sagt er, ist 7. Habe ich gesagt, nö. Hat er sich entschuldigt, hat gesagt, ist 5. Habe ich sie gefragt, nein, ist wieder falsch, ist 2. Nein, das ging ja immer weiter. Ich habe mal geguckt, wie weit das geht. Und das Schönste war, als er dann irgendwann die richtige Antwort gesagt hat, es ist eine 3. Es tut mir leid, dass ich mich vorher so geirrt habe, aber es ist eine 3, habe ich gesagt, ich habe da so meine Zweifel. Und dann hat er im nächsten Satz gesagt, ist doch eine 7. Also an Das der heißt Stelle ja, dass auch Lernen oder sowas erkennen. passiert da nicht. Ja. Wie Passiert auch, ganz weil es- offensichtlich nicht. Es müsste dir ja sozusagen auch Ja. in irgendeiner Form. Ich habe dann daraufhin gefragt, also es gibt ja die Möglichkeit, Source Code Genau. damit zu erzeugen. Das ist Hab ja ich ihn sozusagen dann, das Ende jeder Entwicklung. das war halt auch an der Stelle lustig. Er hat richtigen Source Code an der Stelle erzeugt. Kannst du vielleicht nochmal auf das Ding? Ja, ich habe ihn halt für die 9. Nachkommastelle, er hat Code gemacht, der sogar die richtige Zahl auswirft, hat dann aber gesagt, ja, also wenn ich den Code jetzt einfach mal nehme, Steuerung C, Python, führe das mal aus, dann kommt tatsächlich eine 3 raus. Da steht da, 3. Er sagt aber dann, when you run this program, it will display the value of the 9 decimal place of P, which is 8. Ja, das fand ich lustig. Also, Ja, aber das man ist muss, doch das künstliche ist, Intelligenz. ja, es ist halt keine Intelligenz, es ist ein Sprachmodell, es redet. Es redet so gut, dass du nicht mitkriegst, dass du mit einer Maschine redest. Also es besteht sozusagen den Turing-Test. Ja, das ist ja der Alan Turing hat ja damals da so Tests aufgestellt, wie ab Genau. wann ist es intelligent. Und also das Kriterium ist halt, ab wann erkenne ich nicht mehr, dass ich mit einer Maschine rede. Und das besteht dieses Ding schon seit 2 Jahren. Ja, definitiv. Was gibt's da noch so? Also du hast ja dann jetzt sozusagen ein eigenes Rechenzentrum gebaut. Können wir das mal sehen? Genau. Also ChatGPT und OpenAI und Azure, das ist ja nur ein Anbieter sozusagen von diesem ganzen Thema und auch kein neuer. Also seit 2 Jahren gibt es das. Es gibt aber auch zig andere Sprachmodelle. Ne? Gerade in der Open-Source-Landschaft. Ja, in der Open-Source-Landschaft. Ein großer Player ist da Meta, also Facebook, die ein Sprachmodell haben, wo man sich, wenn man sich bewirbt, in das Entwicklerprogramm reinkommen kann und dann mitbenutzen kann. Die lassen da nicht jeden rein und mittlerweile ist dieses Modell aber auf eine ganz witzige Art und Weise geleakt. Es hat jeder. Es ist ziemlich dumm. Es ist ziemlich dumm gewesen. Timo. Ja, es ist fast schon so dumm. Zeig's mal, komm. Ja, ich überlege gerade. Also ich kann ja ein bisschen erzählen, es gibt GitLab. Da werden also Programmcodes sozusagen für gerade die Open-Source-Welt gehostet und dann kann man gemeinsam dran arbeiten. Und dort hat ich gucke gerade schnell, ob ich es auf die Schnelle finde. Hat ein Facebook oder so ein Meta? Man muss ja sagen, ein Meta-Entwickler. Erst nehmen wir einen Open-Source-Entwickler, der an dem Programm teilnimmt. So, ja. Der hat einen Pull-Request gestellt. Pull-Request heißt, ich habe eine Änderung gemacht und ich möchte jetzt von den Leuten, die dieses Projekt steuern, dass mein Zeugs übernommen wird. Diese Pull-Request kann jeder lesen, kann reviewen und kann einsehen. Und sein Pull-Request war doch, dass man bitte den folgenden Link mit in die README reinnehmen kann, damit das Modell schneller runtergeladen werden kann. Ja. Dieser Link war dann blöderweise. Der Link ist dann, ich habe es gefunden. Der Link ist dann blöderweise, es ist ein BitTorrent-Link, also so ein verteiltes Download-Ding. Das heißt, wenn das einmal im Umlauf ist, kann ich es auch nicht mehr zentral abschalten, weil das ist dann im Umlauf. Und damit hat sich das dann Wieselflink quasi verteilt über das Web.
auf alle möglichen Rechner und es gibt tausende Modelle, die jetzt auf Llama basieren. Ja, Llama ist dieses Modell. Können wir save bandwidth by using a torrent to distribute more efficiently. Und die Change, in dem File Change, den er da gemacht hat, da ist dann schön der Link drin hier. Das ist so ein Torrent-Link, ja. Und die Reaktionen waren großartig da drauf. Also man sieht schon, 492 Leute haben sich kaputt gelacht. Ich mach's mal ein bisschen größer. Bedankt. Manche wollen ihn zum Vice President befördern. und der eine hält sich die Seiten vor Lachen. I love the Internet. Ja, schön. Also im Grunde hat das ins schwarze Brett genau. gehangen, ohne es ans schwarze Brett hängen zu wollen und die gesamte Gemeinde. Das war der Kick-Off sozusagen, dass hunderte, tausende Modelle entstanden sind, dass eine Plattform entstanden ist, wo Leute Modelle drüber austauschen und ausprobieren können. Hugging Face nennt sich das. Die Seite ist ähnlich wie Git, wo Source Code liegt, liegen dort Modelle und kann ich auch mit dem gleichen Protokoll hoch und runterladen. Die nutzen auch das Git-Protokoll, um Sachen auszutauschen. Und da gibt's jetzt verschiedenste Modelle, die gar nicht mal schlecht sind. Das heißt, um es ganz kurz zusammenzufassen, ein ChatGPT-Pendant mit anderer Programmatik, aber mit einer ähnlich guten Ergebnismenge, oder? Genau, das, was OpenAI mir ironischerweise nicht bereitstellt, nämlich das eigentliche Modell, das kriege ich aber dann ein anderes Modell, ja. Versehentlich? Genau. Ja, aber jetzt ist halt die schwierige Frage und warum das immer noch im Umlauf ist, weil, obwohl es geleakt ist, es ist auch nicht, also was ein großes Thema noch ist, wem gehören jetzt eigentlich die Daten? Ja, das Ding ist ja nicht nur es hat ja nicht Facebook geschrieben, sondern es hat ja auch nur das Internet abgescannt, wo Informationen anderer drin stecken. Also es ist schwer zu trennen, die Arbeitsleistung von Facebook da rauszurechnen, was gehört jetzt denen da dran, was gehört jetzt dem eigentlichen Autor, was das Ding gelesen hat. Und wie kann ich das lizenzieren? Das ist alles noch schwierig. Deswegen sind diese Modelle von Facebook, das Llama-Modell und alles, was davon erbt sozusagen, was darauf trainiert ist, schwer zu lizenzieren. Die sind Facebook-seitig heißt es nicht für kommerzielle Nutzung, weil es einfach... Aber Sie können es auch nicht kontrollieren, weil es im Umlauf ist. Also mit anderen Worten, es ist ein ChatGPT 2 sozusagen. Ja, es ist ein einfacheres Modell, aber witzigerweise sind Forscher der Stanford University hingegangen, haben eine Reihe Frage-Antwort-Spiele mit dem originalen ChatGPT 3 gemacht. Von OpenAI. Haben das Resultat genommen und haben mit dem Resultat dann Llama von Meta, also von Facebook, trainiert. Rausgekommen ist Alpaca, heißt das Modell. Und Alpaca ist auf dem, vielleicht nicht ganz, aber ziemlich nah an dem Niveau, was natürliche Sprache angeht, was vergleichbar ist mit GPT-3. Das gleiche hat noch mal jemand gemacht mit GPT-4, also auch dieses Frage-Antwort-Spiel, damit das Verhalten aus GPT-4 extrahiert und auf Llama angewandt, um dann da ein Modell rauszumachen. Aber jetzt gibt es ja diesen Mr. B aus M, der hat so ein Rechenzentrum aufgebaut hat. Der hat dieses Llama dort eingerichtet. Der hat auch mal eine Variante von dem Llama eingerichtet und Können wir denn zunächst mal das Rechenzentrum sehen? Ja, das Rechenzentrum. Soll ich mal umschalten? Ja, schalt mal um. Das ist das Rechenzentrum, wo jetzt ein Sprachmodell drauf läuft. Man sieht, glaube ich, ganz deutlich, dass da keine Grafikkarte reinpasst. Das heißt, es ist ein ausgemusterter Holler. Das ist ein 7 Jahre alter Rechner. Das Einzige, was das Ding hat, ist RAM. Also es hat 32 GB RAM und das ist genau der Punkt. Ich muss das Modell irgendwo reinladen. Es gibt von dem Llama verschiedene Varianten mit 7 Milliarden Parametern. Also es ist schon ein Unterschied zu den 175 Milliarden von GPT-3, zu den 7 Milliarden, was Llama hat. Und wenn das Llama aber gut trainiert ist und zum Alpaca wird, dann komme ich auch mit 7 Milliarden Parametern völlig aus und dann passt das auch in meinen Arbeitsspeicher. Ja. Können wir denn jetzt mal, läuft es? Also können wir da mal so einen Vergleich, mal in die eine Richtung eine Frage und in die andere Richtung eine ballern? Klar, kann man machen. Sagen, wenn ich umschalte? Schalt um. Ich habe gerade mal, das ist eine Implementierung von mir, ein Webinterface, was ich oben drauf gesetzt habe auf mein Modell. Und ich sage ihm mal, was ist ein FMEA? Das ist ein Verfahren, also das ist jetzt nicht, was jeder kennt. Vielleicht kann mir das Ding dann erklären, was FMEA ist. Hast du das jetzt vorher vorbereitet oder ist das? Nö. Das ist jetzt so, es ist langsamer als GPT-3, das sieht man. Aber es ist in einer Geschwindigkeit, die völlig okay ist. Und es erklärt dir, dass es Failure, Mode und Effect Analysis, dass es ein Verfahren ist.
Und der gibt relativ kompakte Antworten. Ich könnte aber jetzt sagen, okay, erzähl mir noch ein bisschen mehr dazu und dann führt er das Ganze noch ein bisschen aus. Aber inhaltlich ist das richtig. Ich könnte zum Beispiel nach den einzelnen Prozessen innerhalb FMEA fragen, die listet er dann auf. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit ChatGPT, da können wir das Gleiche mal fragen. Machen wir hier mal einen neuen, kannst du wieder draufstehen. What is FMEA? Das ist natürlich wesentlich schneller. Also ein bisschen schneller. Und er gibt halt gleich die detaillierte Antwort. Aber im Prinzip sieht man, hier ist das eine ist 175 Milliarden Parameter mit einer riesen Infrastruktur dahinter. Und auf der anderen Seite ist ein Minimodell, was einfach nur schon weitergedacht ist, was dann quasi ein ähnliches Ergebnis liefern würde. Cool. Wenn man jetzt mal, bevor wir auf unseren Donald kommen, also sozusagen diese Frage, wie wir quasi Fake News? erzeugen können, Ein Fake würde News. ich gerne nochmal, du hast so eine wunderbare kleine handliche Grafikkarte rausgesucht. Die Ja, super genau. Ich easy wollte going. gerne das Modell noch ein bisschen, also direkt nicht nur mit Embeddings irgendwie, sondern ich wollte direkt mal eins trainieren und Das ist dann sozusagen der Investitionsantrag, den du in der Firma Ja. gestellt hast, eine Grafikkarte zu wurde kaufen. abgelehnt, verstehe ich Jetzt nicht. wollen wir die Auflösung. Ja, ist doch, wo ist sie da? Ja, Also wir ich, können ich, jetzt mal umschalten, was diese ich fand jetzt eine Grafikkarte kann man doch mal kaufen. 32.194. Ja, wir kaufen ja alles bei Dell. Der ist vielleicht ein bisschen teurer als die anderen, aber Das heißt, Grafikkarten, hohe Rechenleistung. ich wollte eigentlich 4 Stück davon. Daraus kann man ja auch irgendwo ableiten, was dahinter eine Power steckt, auch was für ein Energiebedarf steckt und was Das erklärt, Wärmeentwicklung genau, und so weiter und das so weiter. erklärt so ein bisschen, warum Microsoft so zögerlich mit den Klar. 18 Requests pro Minute ist, weil es will halt gerade jeder. Und so viel Grafikkarten können die gar nicht kaufen, dass das halt schnell und flüssig funktioniert, weil für so ein Riesenmodell wie ChatGPT ist, mit seinen 171 Milliarden oder 175 Milliarden Parametern, brauchst du halt schon eine Grafikkarte, sonst wird das zu lang. Sind diese 32.100, sind die jetzt sozusagen real oder ist dieser Preis durch die hohe Nachfrage, hat er sich nach oben geschraubt? Ja, ich glaube durch die Nachfrage. Also Okay. kann mir keiner erklären, dass da irgendwas drin ist, was Aber es dieses ist Geld lieferfähig, oder? rechtfertigt. Ja, es ist auf Lager. Das So. ist auf Lager. Das spielt natürlich jetzt die Chipknappheit und die Grafikkartenknappheit generell und vor allem die hohe Nachfrage, Aber wir weil, könnten auch weil Rechenzentrenkarten massiv aufrüsten. Wir können Deswegen. noch einen Deal machen, dass dein Rechenzentrum zu Hause, dass wir dafür quasi erstmal Geld einnehmen. Und wenn wir dann die 32.000 eingenommen haben, dann kaufen wir Dann kaufen wir davon Grafikkarte. eine Grafikkarte. Ich glaube, da grillen wir mal lieber schön. Für mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen an der Stelle. So, jetzt zu unserem Donald. Also Ja, wir haben jetzt genau. vorhin gelernt, das sind ja diese Embeddings, wenn Ja, ich also jetzt quasi genau. Informationen dem Modell mitgebe, Genau. die fragwürdig sind. Ja, die vielleicht so nicht existieren, nicht stimmen, etc. Ja, also, aber ich verstehe das mit den Fake News nicht ganz. Also, das ist alles wahr, was der sagt. Also, Ich schalte mal kurz um, wir müssen erstmal, wie heißt unser, das ist unser neuer Praktikant, das ist der Donald. interessant ist das. Der Donald arbeitet jetzt bei uns. Beantwortet alle Fragen. Ask me anything. Also ganz Ja, kurz zur Erklärung, was steckt dahinter? Das ist jetzt ChatGPT. Das ist ChatGPT 3.5 über OpenAI. Das ist ein bisschen besser als 3 halt, aber noch nicht 4. Das ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Embedding oder mit Ja, er hat die Inosoft-Seite gelesen. Und nur die oder auch noch mehr? ja, Wir können ja mal gucken. Willst du mal die eine oder andere ja, Frage stellen? Ich schalte jetzt mal. fragen wir mal, who is the best developer at Inosoft? Und ich weiß nicht, was du mit diesen Fake News meinst, weil ich kann es noch mal ein bisschen größer machen. Vielleicht kann man es nicht so gut lesen. Ne? Keine Sorge, das können alle lesen. Also ich finde das sehr plausibel. Oder who is Thomas Winzer? Das ist vorher nicht geprobt worden. Ich weiß nicht, Nee, was da ich weiß, also er sagt ja auch immer mal was anderes. Von daher, manchmal sagt er auch gar nichts. nach dem Motto ist. Aber großartig. Ja, ich weiß Game gar nicht, wo Areas der of das hört. Vielleicht hat da irgendjemand so ein bisschen nachgeholfen. Banks of it great. Ihr seid ja nicht. Also das ist vorher Ja, aber nicht das ist genau der Punkt halt. Ja, das Ding ist jetzt, das nutzt Embeddings, um halt Informationen noch mit reinzubringen. Woher, sagt er nicht. Ich kann das zwar programmieren, dass ich auch sehe, aus welcher Quelle er diese Information hat. Das kann ich aber bei den GPT-3 Originalmodellen nicht. Wenn ich jetzt eine Antwort habe,
kann ich Ich das seh- schlecht fragen, aus welcher Datei hast du jetzt diese Information gezogen? Ich sehe es noch, ne? Ja. Also vielleicht, selbst wenn wir uns da jetzt ins Knie schießen, wir haben ja da noch irgendwie, wir müssen da ja quasi noch das Abrechnungsmodell nochmal überprüfen, aber das Ding ist öffentlich, ai.inosoft.de, also wer Ja. das jetzt hier sieht Ja. und ähnliche Ja. Fragen an Donald stellen möchte, Ja. kann das tun. Diese Lösung selber ist kein Fake, also da liegt jetzt wirklich ChatGPT hinter, mit denen von uns, was hat er denn jetzt gefragt, der Herr Becker? Ja, mal fragen, welche What is- Technologien. Uses the right. Ach, das kommt jetzt von der Webseite, oder? Oh, Das sollte dir bekannt vorkommen. Kotlin. Stimmt. Das hat er von unserer Webseite gelesen, genau. Also, Ja. wenn ich jetzt nicht ein Original-GPT-3-Modell nach dem gleichen frage, dann kommt raus, ich habe in 2001 das letzte Mal auf die Seite geguckt, da hat Inosoft das und das gemacht. Hier, das ist halt neuer an der Stelle. Also der Hashtag Make Software Development Great Again. Der kommt von ihm. Ich habe ihm gesagt, spick doch mal ein bisschen deine Aussagen mit Hashtags, weil Jetzt werde ich gut. unser Praktikant Donald nutzt halt gerne Twitter. Oder hat gerne mal Twitter genutzt. könnte ja Kommt jetzt- davon nicht los. Wir müssen ja langsam zum Ende kommen. Ja. Hast du noch eine Frage, die wir reinhauen können? Oder waren das die? Also wir können den im Prinzip alles fragen. Also Wann wurde Inosoft gegründet? mal gucken, ob er das weiß. Also eigentlich kann er auch Deutsch, aber dann ist der Witz ein bisschen raus. Ist so, also Das ist auch Großartig. geil. Hat keine Ahnung, wann gegründet wird, aber wir haben 2699 Projekte in den letzten 29 Jahren gemacht. also I know what I'm talking about. Also, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, Ja. Make Software Development Great Again. Also das werden wir ab sofort als Ja. Hashtag bei uns benutzen. Fazit, Timo. Sascha Lobo, das ist ja einer deiner großen Freunde. Ja. Den hört man gerne, ob man will oder nicht. Genau. Aber ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht muss man sich auch so einen roten Hahnenkopf irgendwo ziehen, um irgendwie gehört zu werden. Der sagt ja, KI ist die sozusagen iPhoneisierung oder die Das OpenAI, ist die, ChatGPT, genau, ja. ist die, ist das so? Man hat ja nicht so ganz unrecht, glaube ich, weil, wie gesagt, das ChatGPT gibt es seit 2 Jahren, es hat kein Hahn nachgekräht. Es gibt 1000 andere Modelle auch und es gibt Modelle, die viel weiterentwickelt sind als GPT auch. Aber komischerweise ist es das. Und witzigerweise, weißt du, wo das herkommt, dass ausgerechnet ChatGPT das war? Nee. Sagt der Streisand-Effekt was? Nee. Streisand-Effekt ist, hat Barbara Streisand damals versucht, eine nicht so ganz schöne Aussage über sie aus dem Internet verschwinden zu lassen, was dann dazu geführt hat, dass alle das im Internet, also dass erst richtig Fahrt aufgenommen hat. Okay. Und im Prinzip ist der Streisand-Effekt auch bei ChatGPT gewesen, als die Seite Stack Overflow verboten hat, dass dort Antworten von verstehe. ChatGPT gepostet werden. war der Hype Und das war dann der Hype, das war so die Referenz, okay, wenn das so gut ist, dass die ein Problem damit haben, weil sie es nicht mehr unterscheiden können, dann ist es jetzt so gut, dass die ganze Welt das haben will. Okay. Aber man kann ja festhalten, es ist ein hochinteressantes Werkzeug. Jetzt nicht ChatGPT, sondern die generativen Textmodelle in Gänze, weil sie sehr, sehr viele Möglichkeiten aufzeigen und geben, Ja. die du bisher nicht hattest. Aber dass es die Welt revolutioniert, dass wir uns zu 100% darauf verlassen können, dass man dem Anbieter vertrauen muss, das sind ja die Faktoren, die man bei so etwas immer berücksichtigen muss. Ja, man muss es halt mit der entsprechenden Vorsicht genießen, sage ich Genau. mal. Ne? Weil wenn ich jetzt mir einen Text zusammenfassen lasse davon, dann würde ich den ganz anders zusammenfassen, als ChatGPT den zusammenfassen würde. Ja, und ich sage auch immer, dieses Zusammenfassen, das trainiert ja auch den Kopf. Ne? Also ich meine, das ist ja auch eine Fähigkeit, Inhalte zu erfassen und sie in irgendeiner Form zusammenzubringen. Und wenn ich das zukünftig dann nur noch durch ein Modell machen lasse, dann wird mir irgendwann die App sagen, wann ich auf... Ich glaube, da ist halt wichtig, die Balance zu finden. Wo Ja. ist eine Aufgabe so dumm, dass sie halt ein Mensch nicht mehr machen muss, Ja. aber wo ist sie halt, erfordert sie so viel Menschliches, dass es halt eine KI, also dass es blöd wäre, wenn ich es eine KI machen lasse. Und diese Balance müssen wir halt finden, um das Ding vernünftig einsetzen zu können, glaube ich. Sprechen nicht auch, sagen wir mal, zu wenig Fachleute mit? Du hast mal so diesen schönen Begriff der Daoisierung. Ja, das also, ist dass sozusagen viele, die glauben, das Thema zu verstehen. Es gibt ja Ja. jede Menge von ChatGPT, Prompt, Anleitungen, wie man damit umgeht. Ist das nicht auch eine gewisse Gefahr, dass da sozusagen
Schon. Also Kenner mit auf jeden Fall, es reden jetzt, das ist immer so bei Hype-Themen, ne? Das war bei Blockchain so, Genau. wo jeder alles in Blockchain haben wollte und dann fragst du dann, welche Farbe soll denn die Blockchain haben und dann kommt da Magenta oder sowas raus. Und das ist hier genauso, da haben halt viele Leute haben keine Ahnung, wovon sie reden. Sie sehen halt nur die coolen Ergebnisse, die das Ding liefert, aber nicht, was dahinter steckt. Auch nicht, dass jede Anfrage, die ich an ChatGPT, irgendjemand hat es mal ausgerechnet, quasi 1 Liter Wasser auf der Welt verbraucht. Also das kostet halt auch hintenrum, wo man nicht sieht, was ich damit eigentlich anrichte, Ja, jetzt sagen wir mal so. absolut. Ja. Also wir bleiben definitiv am Thema dran. Vielleicht in 2, 3 Monaten schauen wir uns, weil es wird sich ja auch radikal weiterentwickeln. Ne? Wahrscheinlich wird ein Rechenzentrum in 3 Monaten das halbe Haus einnehmen. Warten wir das ab. Also ich würde dann gerne nochmal Mal gucken, ob ich die Stromrechnung noch stemmen kann, weil das Ding Herr verbraucht Becker, wir 20 müssen Watt. Ja. 20 Watt, okay. Na gut, das geht Also ja. 20, ja. Super, Timo. Vielen Dank, war sehr spannend. Wie gesagt, wir bleiben dran am Thema, weil es einfach ein Thema ist, was wir auch stark oder wo wir sehr, sehr hart dran sind und da entsprechende Lösungen bereitstellen. Nichtsdestotrotz ist es mit einem gewissen Fragezeichen zu versehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.